Wir sind am Ende der 3. Etappe, dort, wo die letzte Episode geendet hat. Wir sind noch in Illinois am Parkplatz der Chains of Rockbridge. Wie bereits in Episode 8 erwähnt, wir hatten ein wenig Angst vor dieser Situation. Warum? Die Gegend hat nicht den allerbesten Ruf, gerade ab der Dämmerung treiben sich hier zwielichtige Gestalten herum und es wird immer wieder in die Autos eingebrochen. Aber unser lieber Freund Dietrich gab uns den Rat: Kommt im Hellen, lasst nichts im Auto liegen und haut ab, wenn euch nicht wohl bei der Sache ist. Soweit waren wir ja bereits. Wir haben natürlich Dietrichs Ratschläge befolgt, nur abgehauen sind wir nicht. Außer uns waren nur ein paar andere Touristen dort. Wir machen uns zu Fuß auf die Brücke, immerhin gute 1,5 Kilometer lang, und sehen das erste Mal den Mississippi, den wohl bedeutendsten Fluss der USA. Die Ausblicke sind der Wahnsinn. Absolut beeindruckend. Man kann sich gar nicht genug satt sehen. Und auch die Route 66 ist hier natürlich Thema. Wir vertrödeln hier eine Menge Zeit, weil es einfach zu schön ist. Wir sind wirklich froh, dass wir das Abenteuer Chains of Roxbridge gewagt haben. Die Brücke war der Weg der Route 66 über den Mississippi. Seit 1970 ist sie aber nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer freigegeben. Der Schiffsverkehr ist hier stark durch die unter Wasser liegende Felsenkette beeinträchtigt, deshalb gibt es den Chains of Rocks Kanal. Die Felsenkette gab der Brücke im Übrigen ihren Namen und die Brücke hat eine Besonderheit: ein Knick in der Mitte. Etwa die Mitte des Mississippi bildet die Grenze zwischen den Staaten Illinois und Missouri. Wir gehen also schon mal kurz zu Fuß rüber nach Missouri und wieder zurück nach Illinois. Leider hat man es versäumt, die Grenze auf der Brücke richtig zu markieren. Schade. Absolut beeindruckend. The Mighty Mississippi, mächtig wie der Name schon sagt. Kein Vergleich mit deutschen Flüssen, also Gevatter Rhein ist dagegen ein klägliches Rinnsal und zwar bei Hochwasser. Chain of Roxbridge, wo wir gerade drauf waren. Ja. Ich immer so von hier filmen, weißt du? Dass du irgendwie so einigermaßen drauf bist.
wir mussten ja noch zum Hotel. In St. Louis werden wir nämlich 2 Nächte bleiben, hier gibt es einiges zu sehen. Die Route 66 wurde in St. Louis mehrfach verlegt. Wir sind das Stück am Mississippi lang, irgendwann geht es durch die Vororte. Einige schön, andere, naja, aber das gibt es in jeder Stadt und leider hat St. Louis nicht den besten Ruf. Unser Hotel liegt in Clayton, etwa 30 Minuten Fahrzeit zum Zentrum und zum Gateway Arch und zum Mississippi. Da wollen wir morgen überall hin. Wir sind gespannt. St. Louis erwartet uns heute mit dicker Wolkendecke und Regen. Scheint jetzt wohl immer so zu sein, wenn wir uns eine größere Stadt etwas ausgiebiger anschauen wollen. Siehe Chicago. Aber, wie sagen die Amerikaner, it's just water. Wir haben wieder ein Parkhaus vorab reserviert, Spot Hero sei Dank, und bereits unser Ticket in der Tasche für die Fahrt auf das Tor zum Westen, dem Wahrzeichen von St. Louis. Also, auf geht's, dem Regen zu Trotz. Die Fahrt führt durch wirklich hübsche, gepflegte Viertel, aber die Straßen sind eine Vollkatastrophe. Hoffen wir mal, dass sich der Zustand durch die vielen Baustellen bald bessert. Schlaglöcher tief bis sehr tief und nicht immer vorher erkennbar. Da braucht es echt gute Stoßdämpfer. Aber es ist alles gut gegangen.
fahren, ne? Ja. Ja, hier. Auch wieder so Dinger mit nichts. Ja. Lime steht ja aber hier überall. Ja. Schon wieder so beeilt. Aber wir müssen noch über die Straße. Dann redet er einfach. Wait, please. Cross 4th Street at Pine Street. Der Regen lässt mittlerweile nach und wir machen uns auf zum ersten Sightseeing-Punkt auf unserer To-Do-Liste. Das Gateway Arch, auch Tor zum Westen genannt, ist, wie der Name schon sagt, ein riesiger Bogen mit Edelstahl verkleidet und hat eine Höhe von 192 Metern. Man fährt in kleinen Gondeln mit 5 Sitzen hoch, Platzangst wäre hier ein Problem. Wenn das spiegelt sich, wenn du läufst, bewegt sich das, siehst du das? So ein großer ist hier unten, oder? Ich habe ich gedacht, du bist schon am Eingang. Geil gemacht, ne? Mhm. Nein. Just as a reminder, there's no food, drink, or restrooms beyond this hall. Yeah, that's right. Ja, kuschelig eng, ne? Hey. What did we miss out there? Hello. What was going Oh on out my there? God! Yeah, watch your head. Yeah, I hit mine twice. We had what I used to make pancakes called poop floppers. Poop floppers is as much as I can remember, but it's a big pancake, and when you make it, Yeah. you flip it over, it kind of goes like this. Yeah. And you put your filling in it.
Morning. Im Bogen oben ist die Aussichtsplattform. Kleine Fensterchen erlauben einen netten Blick auf Illinois und einen fantastischen Blick über St. Louis. Im Bereich unter dem Bogen befindet sich eine Ausstellung zur Geschichte von St. Louis und Amerika an sich. Also das fällt uns wirklich auf, die Amerikaner haben ein glückliches Händchen für Ausstellungen und Museen. I don't wanna be giving too much away just yet. Don't wanna be spilling my guts to someone I just met. Wenn so ein altes Ladenseite. But I say this much, I got a real good feeling. Yes, I do. Real good feeling. You say you've been burned a few times now. Ja. Well, so have I. You say you learn to tell truth from lies. Oh, yes, you do. Just sitting here with you gives me a real good feeling. We're just two lonely souls meeting at a laundromat. Two lonely souls wanting love. We are neither of us blessed with you. Neither want all that. We're just two lonely souls at a laundromat. Ja, ist auch so. Waiting for answers. Broken Wir laufen weiter zum Busch Stadium. Wir haben zwar keine Ahnung von Baseball, aber die St. Louis Cardinals sind wohl ziemlich berühmt und vor allem erfolgreich und ansehen möchten wir das Stadion schon gern. Uns sind ja schon viele Menschen in Sport- und Fankleidung aufgefallen und es ist mitten in der Baseball-Saison. In unseren Gefilden sind Ligaspiele mitten in der Woche und dann auch noch zur Mittagszeit sehr, sehr selten, aber nicht in den USA. Zudem pflegt man hier eine wahnsinnig schöne, turbulente, aber ziemlich friedliche Fankultur. Das kannten wir schon vom American Football in Phoenix. Und hier standen wir plötzlich mittendrin. Das Spiel haben wir nicht besucht, aber der Trubel drumherum ist schon ein Erlebnis. Kann man kaum beschreiben, muss man sehen. Neither of us curse with you. Neither want all that. We're just two lonely souls at a laundromat. Das siehst du doch an den Spielen, oder? Spielen immer 12:15 Uhr so in den Dreh um. 7:05 Uhr.
Zugegeben, uns wurde es irgendwann einfach zu voll und zu laut, also ging es weiter. Damit haben wir ja noch nicht gerechnet, dass noch ein Spiel hier heute ist. Ja. Wir haben sogar grün. Das gilt aber nicht für uns. Aber hier ist gar keine Ampel. Eine Ampel, da macht mich Kurve. Das City Garden, dann kommt Memorial Plaza und Gateway Mall. Grün, weiß. No hoverboard. Ja, so sind die Garten. Ja, irgendwo hin und dann. Ja. Da, das ist davon. Waterfall. Ein kurzer Bummel durch den City Garden. St. Louis hat viele und schöne Parks, die wirklich zum Innehalten und Luftholen einladen. Das da ist eine Bank. Das Auto, oder? Ein Cadillac. Guck mal, das ist kaputt. Ei. Schönes Auto, oder? Aber wahrscheinlich fährt er noch. Und dann die Eisen sehen. Nach einem kurzen Snack im City Garden ging es weiter zur berühmten Anheuser-Busch-Brauerei mit Uber. Bei uns nicht gern gesehen, in den USA wirklich ein bequemes und günstiges Unterfangen, von A nach B zu gelangen, wenn man nicht selbst fahren möchte. Und ganz ehrlich, wir sind auf all unseren vielen Uber-Fahrten in den USA nicht einmal an einen unfreundlichen Menschen hinter dem Steuer geraten. Im Gegenteil. Nur mal so zur Info, die öffentlichen Verkehrsmittel in den USA sind vielfach vergleichbar mit den unserigen in abgelegenen Gegenden. Also ist Uber wirklich eine tolle und günstige Sache. Das Bier hier in den Staaten ist nicht wirklich vergleichbar mit europäischem Bier. Vielleicht mit Kölsch. Kommt unten raus, wie es oben reinkommt. So kann man es vielleicht ganz treffend mit einem Augenzwinkern beschreiben. Natürlich gab es eine kleine Kostprobe, löscht den Durst, aber vom tschechischen Pendant in Budweis weit entfernt. Da waren wir ja 2019 kurz. Ein kurzer Bummel durch die Brauerei, aber ohne Tour. Da fehlte uns ein bisschen die Lust, denn es stand noch viel mehr auf unserer To-Do-Liste. St. Louis hat nämlich auch einen Walk of Fame. Kaum bekannt, kleiner wie der in Hollywood, aber definitiv nur die werden dort geehrt, die etwas auch mit St. Louis zu tun haben. Dort geboren oder sie haben ihre prägenden Jahre dort verbracht. Also wieder Uber bestellt und diesmal ging es mit einem Tesla durch die Stadt. Ja, schon ein Erlebnis. Technisch auf dem neuesten Stand und mit jedem Schnickschnack und richtig Kavums unter der Haube. Aber ist ein E-Auto, kommt uns also nicht in die Garage. Und schon sind wir am Del Mar Loop und unser Uber-Fahrer kennt jetzt auch den Walk of Fame. Der wunderte sich nämlich, was 2 deutsche Touristen am Del Mar Loop so mitten in der Woche wollen. Er, ein geborener St. Louisianer, nennt man die so, hat dann erstmal gegoogelt und war erstaunt, dass seine Stadt sowas hat.
Der Del Mar Loop ist das Ausgehviertel in St. Louis. Am Wochenende soll richtig was los sein. Viele kleine ausgefallene Geschäfte, Bars und Restaurants. Wir haben Mittwochnachmittag und es war ziemlich leer und auch die meisten Läden geschlossen. Naja, aber wir sind ja hier, weil wir die Sterne sehen wollen, auf dem Boden, von berühmten Menschen. Und einen ganz besonderen, nämlich den von Tina Turner. Zum Walk of Fame gibt es ein Buch, nur erhältlich im Blueberry Hill, wollten wir unbedingt haben. Warum wir gedacht haben, dass es sich hier um ein kleines Café handelt, keine Ahnung. Das Blueberry Hill hatte geöffnet und wir sind in eine der schönsten Bars gelandet. Riesengroß, verschiedene Themenräume wie dem Pac-Man Raum, Duck Room, quasi die hauseigene Disco, und in riesigen Schaukästen die verrücktesten Figuren. Simpsons, Flintstones, sämtliche irgendwie jemals erfundenen Comicfiguren verewigt. Ein absoluter Wahnsinn. Wir haben uns total wohlgefühlt, waren aber von den Eindrücken total geflasht. Und dann die Bildergalerie. Unzählige Promis, vor allem aus der Musikszene, immer mit dem Besitzer des Blueberry Hill, Joe Edwards, abgelichtet. Und dieser Joe Edwards ist der Initiator des Walk of Fame und war sogar höchstpersönlich anwesend. Ein sehr netter Mensch und das Buch gab es dann sogar für uns signiert. Ja, das Blueberry Hill ist echt eine Institution in St. Louis und zwar seit 50 Jahren. Am 8. September 22 war Geburtstag. Pac-Man Room. Andere Seite. Wegen dem Bad, ey. Guck mal, wer hier ist. Hammer, oder? Ja. Wir sind dann weitergebummelt und haben natürlich den Stern von Tina Turner gefunden. Programmpunkt fertig. Ich hab ihn. Ja! Da ist er! Babes Boutique. Wir hatten noch sehr viel Zeit, also nochmal zurück zum Blueberry Hill, ein gutes, typisch amerikanisches Abendessen, natürlich Burger, und die nette Bedienung und Atmosphäre genossen.
Also wer jemals nach St. Louis kommt, ein Besuch dort sollte auf jeden Fall eingeplant werden. Es lohnt sich und die Preise sind bezahlbar. Irgendwann mussten wir weiter, natürlich wieder mit Uber und diesmal Richtung Gateway Arch. Auch dieser Fahrer wieder sowas von nett und da scheinbar deutsche Touristen hier nicht so häufig sind, hat er aus der Fahrt eine kleine Stadtrundfahrt durch wunderschöne Viertel gemacht, gespickt mit vielen Erklärungen ohne Extrakosten. Also St. Louis und die Menschen, ja, es gefällt uns hier. Der krönende Abschluss unseres Tages sollte eine Fahrt mit einem echten Mississippi-Dampfer sein. Also wenn man schon mal an diesem beeindruckenden Fluss ist, dann gehört das dazu, finden wir. Am Gateway Arch liegen die Schiffe und wir haben die Tom Sawyer geentert. Is now southward to Algiers Point. Down at West Depth, about 214 feet deep. The statue weighs about 2.5 tons, stands about 23 feet tall. It was dedicated back September 2006 to celebrate the bicentennial of Wilson Park return to St. Louis. That statue was once above us, right in front of that bridge pier, across the bridge. You can see us about that test and also about a test of time. This bridge is still standing today. They had renovated this bridge, they painted the superstructure, replaced that railroad, also built a railroad at the top. That project cost about $36 million. That lower rail deck is now used for lights and something renovated bridge that cost 1935. Inside the lane, about 8 things, such as nice bars, restaurants, and shops. Now, right behind the police lane, you have a large stone building. That is the Dalton American Center. It goes back to
Mit vielen Erklärungen sind wir etwa 1,5 Stunden geschippert. Der Sonnenuntergang kam leider erst nach dem Anlegen. Aber der Blick auf die Skyline war schön. Der Rest ging so. Naja, viel Industrie halt und wir mögen da lieber Natur- oder Stadtansichten. Aber es war trotzdem interessant und hat sich gelohnt. Noch ein letzter Gang durch das Tor zum Westen und dann ging es weiter Richtung Hotel. Ein überraschend viel schönerer Tag, wie wir erst gedacht hatten. St. Louis hat was, vor allem mehr, wie der schlechte Ruf vermuten lässt. Der Besuch hat sich wirklich gelohnt. Und morgen geht es wieder auf die Route 66. In der nächsten Episode geht es auf Etappe 4. Über Cuba nach Lebanon. Wir bleiben aber in Missouri. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasst keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of our lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass einen Daumen da. See you next week!